Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute bauen wir was ganz Einfaches, und zwar habe ich noch so ein paar Reste übrig gehabt von Mattenteilen, also so ein bisschen was Dickeres, und habe die ein bisschen schon mal zurechtgeschnitten, also jetzt wirklich nur so grob. Und da werden wir halt einfach ein paar Holzflöcke, um Vampire zu flocken, draus bauen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an. Im Endeffekt braucht ihr nicht viel für. Ihr braucht nur die zwei Teile, wie auch immer, wie dick die sind. Dann braucht ihr ein Cuttermesser und dann schnitzt ihr das quasi, als wenn er aus Holz, ja, nehmen wir was anderes, als wenn er aus Holz einen Holzflock schnitzen würdet. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to my heart. So Leute, das ist jetzt so grob das, was ich ausgeschnitten habe. Dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen zu pinseln. Ne? Nehmen wir uns einfach zwei Lederschnürchen wieder. Knoten die einfach hier irgendwo dran. So Leute, dann sehen wir uns wieder, wenn alles drauf ist, ne? Und mal anfangen, die Holzoptik zu machen. Also bis später. So Leute, da sind jetzt ein paar Schichten drauf. Und jetzt fangen wir mal an, das Ganze mit einem Kamm und schwarzer Farbe in Holzoptik schon mal so ein bisschen. Also erstmal für die Maserung quasi. Können wir großzügig auftragen. Immer wie gesagt was drunter lehnen, weil kleckern tut er immer ein bisschen. Und dann großzügig auftragen. Also ein bisschen was über die Hälfte wieder, weil ihr müsst das ja auch noch ein bisschen aufhängen. Und zum Trocknen. So. So. Dann nimmt er den Kamm. Ne? Und dann geht er wieder so ein bisschen drüber. Mit den Zinken. Immer schön in eine Richtung. Ja, ab und zu auch schon mal mit den dünneren vielleicht. Auch so ein bisschen. Also so ein bisschen schlängliche Bewegung. So. So. Das machen wir jetzt bei dem zweiten auch. Den hier hängen wir mal auf Seite. Dann wieder eine Kordel dran machen. Kann man auch mit anderen Sachen, aber ich nehme mal eine Kordel. So. Dann tun wir das Ganze mal auf Seite. So. Bei dem anderen auch. So, und dann wieder von einer Seite runterziehen. Ich mache erstmal immer mit den gröberen Zinken erstmal und dann immer noch so ein bisschen nachziehen mit den feineren. Ja, wie gesagt, immer so ein bisschen schlängelnd. Holzkonturen, die sind ja nicht immer gerade. Also die Maserung. Wenn ihr denkt, das ist genug, dass euch das gefällt, ja, dann hängt ihr das wieder zum Trocknen auf. Da machen wir dann quasi das untere Stück danach auch nochmal und dann können wir anfangen mit der richtigen Farbgebung. So Leute, die Holzflöcke sind jetzt soweit, dass wir mit der richtigen Farbe anfangen können. Ja. Hab jetzt überall mit dem Kamm dann halt nochmal drüber und jetzt gehen wir hin, nehmen uns wieder transparentes Flexi-Paint. Ja, ein bisschen viel gewesen sein, naja gut. So, dann nehmen wir ein dunkles Braun. Also je nachdem müsst ihr dann wissen, welche Farbe euch am besten gefällt. Die einen mögen helleres Holz, die anderen halt dunkleres.
Die einen fangen mit helleren Farbtönen an, ich fange halt mit dunklen an. Das ist halt je nachdem, wie man den Geschmack halt hat. So. Gut unterrühren. Ja. So. Dann nehmen wir uns wieder einen Schwamm. Wieder aus Matratzenschaumstoff. Und dann gehen wir wieder in eine Richtung drüber. Macht man dann wieder so 3/4 ungefähr, weil wir das Ding ja noch aufhängen müssen. I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living. So, dann lassen wir das Ganze wieder was trocknen. So Leute, es geht weiter. Jetzt haben wir das Braun. Das ist jetzt trocken. Dann gehen wir wieder hin mit ein bisschen was hellerem. Nehmen wir wieder transparent. Ups, das war ein bisschen viel. So. Dann nehmen wir einen helleren Braunton. I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze soweit fertig ist. Dann machen wir noch die anderen. Also das hier auch noch. Das Braun ist jetzt soweit erstmal trocken. Dann gehen wir jetzt mit noch einem helleren Ton drüber. So. Dafür brauchen wir wieder so ein bisschen transparent. So. Und dann halt einen helleren Braunton. I've been dreaming on. So, das sieht gut aus. Dann nehmen wir wieder einen Schwamm. Ein bisschen abtupfen. Dann geht er so ganz dünn wieder drüber. Also ganz so dünn jetzt auch nicht. Schon ein bisschen dicker würde ich jetzt drauf machen. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Wenn es dann nachher zu hell ist, gehe ich noch ein bisschen mit schwarz verdünnten drüber. Und dann sieht das schon wieder gut aus. Dadurch kommen auch die Kammrillen besser zum Vorschein, die besser wirken. So, das ist der erste. So, zweite. Wenn immer ein bisschen zu dick drauf ist, nimmt einfach die Seite, wo er halt keine Farbe drauf gemacht hat, und dann wieder ein bisschen was wegzubürsten. Ja, also so als kleiner Tipp. So. Dann ist die Farbe auch relativ schnell immer trocken. Wie ihr seht, kann man dann relativ schnell schon wieder drüber gehen. So. So, jetzt haben wir das Ganze soweit. Könnten wir eigentlich schon lassen, machen wir aber nicht. Gehen wir jetzt hin. Wir brauchen jetzt noch ein Schwämmchen.
schnell einzelne Schwämme. Und immer schön aufpassen, dass euch nicht in den Finger schneidet. Cutter sind verdammt scharf. So, dann haben wir hier die schwarze Dose. Dann nehmen wir wieder den Pinsel. Wirklich schon nur so ein bisschen schwarz nehmen. Ganz dünn so ein bisschen verteilen. Und dann könnt ihr mit einem Zewa, oder ich nehme halt jetzt hier den Schwamm, ne, einfach so drüber gehen. An der Stelle noch ein bisschen zu hell ist, geht er halt noch ein bisschen drüber, weil die Farbe, die geht ja dann auch an den Schwamm dran. Dann könnt ihr damit dann noch so ein bisschen nachdunkeln. Überall so ein bisschen noch. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, muss jetzt nicht so viel sein. Und dann einfach nur so drüber bürsten, dass ihr quasi den Überschüsschen schwarz weg habt. Und der Rest geht dann quasi in die Rillen von dem Kamm rein. Dann kommt die Holzstruktur so ein bisschen besser zum Vorschein. So. Ja. Müsst ihr mal gucken, dass das nicht zu dick macht. Also hier habe ich ein bisschen zu viel schwarz gemacht. Also da müsst ihr halt ein bisschen üben. Das passiert mir auch immer schon nochmal, dass das nicht so ganz so wird, wie ich mir vorstelle. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. So. Wieder so ein bisschen drüber gehen. I've been dreaming on in my head like I've seen it a life. So, das Ganze lassen wir dann erstmal wieder so ein bisschen trocknen. Hier und da können wir noch so ein bisschen nacharbeiten. Noch Stellen habt, die euch zu hell oder zu dunkel halt sind. So, dann hängen wir das Ganze erstmal wieder auf und lassen das noch ein bisschen trocknen. Ne? Dann sehen wir uns gleich. So Leute, das Braun und das Schwarz und alles ist soweit trocken. Jetzt gehen wir wieder hin. Nehmen wir den transparenten bzw. Topcoat in matt, ja, und tragen das wieder großzügig auf. Würde so ungefähr 3/4. Ja. Und dann kann man das wieder aufhängen und dann halt das andere machen. Können auch nur zur Hälfte, je nachdem. Müsst ihr dann sehen. So, dann sehen wir uns dann quasi gleich wieder, wenn das Ganze dann topcoated ist und trocken. So Leute, wir sind soweit. Die Holzflöcke sind fertig. Ja, ich denke mal, die sehen ganz okay aus. Wie gesagt, kann man ein bisschen variieren mit der Farbe. Ne? Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, wie ihr allgemein möchtet. Aber für so ein paar Reststücke ist so ganz okay. Ne? Kann man dann halt, ne, ein paar Vampire pflöcken oder was auch immer. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns.